Ja, hallo, was macht sie denn hier in meiner Wohnung? Statt draußen im Freien zu sein, das Wetter ist doch so schön. Ich bereite mich gerade darauf vor, endlich in die Natur aufzubrechen. Die hat sich nämlich ordentlich erholt, dank Corona. Kommt, schaut sich das mal an. Über solche Meldungen konnte man sich im letzten Jahr haufenweise freuen, weil Menschen sind zu Hause geblieben, sind viel weniger gefahren, weniger geflogen, haben weniger Urlaub gemacht, weniger Luftverschmutzung und deswegen sind jetzt auch die Tiere zurück. Ich habe schon mitbekommen, bei vielen Leuten ist, was Klima und Umwelt angeht, gerade eine eher schlechte Stimmung. Aber schaut euch das an. Delfine im Fluss, Rehe auf der Straße, Ziegen auf der Parkbank und der gehörnte Adlerhase ist jetzt wieder im Wiener Stadtpark heimisch. Das ist großartig. Ich werde jetzt aufbrechen und mir die ganzen seltenen Tiere anschauen, die dank der Pandemie wieder heimisch in der Stadt sind. Und ich werde einfach genießen, wie sich die Natur erholt hat. Ich habe mir eine Jause eingepackt und ich habe mir dieses Fernglas gekauft von einer Firma, die einen besonders umweltfreundlichen Eindruck gemacht hat. Und damit kann ich mir noch besser anschauen, wie sich die Natur erholt hat und ich kann den gehörnten Adlerhasen sichten. Also los, machen wir uns auf den Weg. Aber hallo, was für eine Schnecke! Diese Klimaerhitzung, die hat mir ja, wie sicher vielen anderen Leuten, auch große Sorgen gemacht. Ich habe mich oft gefragt, ob ich mich jetzt beeilen sollte, um die großen und kleinen Naturwunder noch zu sehen, bevor sie verschwinden. Oder ob mich das nicht eher fertig machen würde, wenn ich das mache, in dem Wissen, dass es wahrscheinlich bald keine Korallenriffe oder Wale oder Grashüpfer mehr gibt. Und umso erleichterter bin ich jetzt. Diese Pandemie, die hat sich natürlich keiner gewünscht, ich auch nicht. Und natürlich ist das hart, was für Ungerechtigkeiten es in der globalen Impfstoffverteilung gibt, wie die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufschießt und welchen Aufschwung gefährliche Verschwörungstheorien gerade erleben. Ganz zu schweigen von den Millionen Menschen, die gestorben sind, von denen, die psychisch erkrankt oder in Existenznot geraten sind. Und gleichzeitig ist es wunderbar zu sehen, wie diese Pandemie der Klimakrise entgegenwirkt. Und das sind nicht nur die Autofahrten und die Flüge, die jetzt wegfallen, sondern wir haben gesehen, wie wichtig es ist, sich regional versorgen zu können. Wir haben gesehen, wie wichtig nachhaltige soziale Berufe sind. Und der Anstoß, den die Digitalisierung jetzt erfährt, der wird noch auf Jahrzehnte hinaus Technologien ermöglichen und fördern, die uns mit weniger Emissionen und Ressourcen und Verschmutzung auskommen lassen und die Umwelt schonen. Hört ihr das? Ist das vielleicht der Adlerhase?
So ein schöner Tag, nicht? Genießen Sie auch die Natur? Haben Sie hier zufällig einen gehörnten Adlerhasen gesehen? Den suche ich nämlich. Was, ist alles in Ordnung? Nein, es ist nicht alles in Ordnung. Alles geht den Bach runter. Okay, aber schauen Sie mal, es ist doch alles nicht so schlimm. So ein schöner Tag und die Natur erholt sich. Und schauen Sie mal, die ganzen Vögel. Ja, aber genau das ist ja das Problem. Schauen Sie, vor 2 Jahren wurde der Spix Ara als für in der Wildnis ausgestorben erklärt. Und auch wenn ich den hier im Park nie gesehen habe, kann ich jetzt nicht anders, als wenn ich hier bin, um die Vögel zu beobachten, als mir zu denken, dass die Welt einfach ein Stück ärmer ist darum. Und es geht ja immer weiter. Ja, was heißt, es geht immer weiter? Der Weltrat für Artenvielfalt hat sich 2019 ganz viele Tier- und Pflanzenarten angeschaut und herausgefunden, dass jede 4. davon bedroht ist. Und das heißt, dass in den nächsten Jahrzehnten Millionen von Arten aussterben werden, wenn sich nichts ändert. Wenn sich nichts ändert, dann wird dieses große Aussterben sich sogar noch beschleunigen. Und die Aussterberate, die ist jetzt schon Dutzende, nicht Hunderte Male schneller, als es im Durchschnitt der letzten Millionen Jahre war. Ja, das hört man natürlich nicht gerne. Aber wieso? Naja, da gibt es unterschiedliche Gründe. Der größte ist natürlich die industrielle Landnutzung. Das erinnert mich an was, das hat mir schon mal wer erzählt. Mittlerweile wird 1/3 der ganzen Landfläche unseres Planeten dafür genutzt, Viehwirtschaft oder Ackerbau zu betreiben. 1/3 vom ganzen Land, das es gibt. Können Sie sich das vorstellen? Können Sie sich das vorstellen? Zusätzlich dazu hat sich in den letzten 30 Jahren die Fläche aller Städte verdoppelt und es wurden noch nie so viele Straßen und Pipelines und Dämme und andere Infrastruktur gebaut. Und diese Dinge, die sind meistens dort, wo Tiere waren, in irgendwelchen Wäldern oder Weiden oder Sümpfen, und das ist jetzt weg. Tiere können dort nicht mehr leben, selbst wenn sie wollen. In Österreich ist deswegen zum Beispiel der Ortolan ausgestorben. Wer ist ausgestorben? Ein Singvogel. Da gab es 2015 im ganzen Land nur mehr ein Männchen. Und der Greifvögel und der Blauracke mit seinem wunderschönen blauen Federkleid, die sind stark bedroht. Diese Pestizide, wie Glyphosat zum Beispiel, die werden in der ganzen Landwirtschaft überall ausgebracht und die töten die ganzen Raupen und Insekten und Spinnen und Würmer ab, und dann haben die Vögel nichts mehr zum Essen und dann verhungern sie. Ja, das ist Sach. Und gut, ich meine, dass die industrielle Landwirtschaft für so einige schlimme Dinge verantwortlich ist, das hat mir schon letztens wer erklärt. Und da ist sicher auch einiges dran, aber gleichzeitig muss es doch einen Grund haben, dass die so funktioniert, wie sie funktioniert, oder? Also das ist ja ein riesiger Wirtschaftszweig und das muss sicher irgendeinen Wert haben für irgendwen. Ein Wert. Wissen Sie, manche Werte kann man nicht in Geld ausdrücken. Was ist es wert, dass ein Orangutan existiert? Was ist es Ihnen wert, dass ein gehörnter Adlerhase existiert? Und außerdem ist es ja wirklich nicht so, als hätten viele Leute was davon, wie diese Branche aufgebaut ist. Die Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft, die sind miserabel. Und die Art und Weise, wie unsere Ernährung dadurch organisiert wird, mit dem ganzen billigen Fleisch aus diesen Tierfabriken, die ist verantwortlich für ganz viele Zivilisations- und andere Krankheiten. Und es kann ja nicht nur die Landwirtschaft an diesem Artensterben schuld sein, da muss es ja auch andere Gründe geben. Am Land ist sie der wichtigste Grund. Manchmal wird aber auch direkt Jagd auf die Tiere gemacht. Das ist der größte Grund für das Artensterben im Wasser. Eine andere Sache ist die vom Menschen verursachte Klimakrise.
es gibt in den letzten Jahrzehnten immer mehr Katastrophen wie irgendwelche Fluten oder Dürren oder Brände. Der Meeresspiegel, der ist schon ordentlich angestiegen und viele Arten, die überstehen das einfach nicht. Und vor allem, wenn sie ohnehin schon bedroht sind. Verschmutzung durch die ganzen Abgase und Abwässer und den Müll, den wir als Menschheit einfach in die Natur aussetzen, das ist auch was vielen Arten schlimm zusetzt. Und dann, wenn zusätzlich dazu noch durch die globalisierte Wirtschaft, durch den Menschen viele invasive Arten irgendwo hingeschleppt, wo sie nicht hingehören und keine natürlichen Fressfeinde haben, und dort werfen sie dann das ganze Ökosystem aus der Bahn. Ja, das sind schon eine Menge Probleme. Aber wenn das so schlimm ist, dann passiert da sicher was, oder? Da wird ja irgendwas gemacht werden. Vielleicht sind wir schon am Weg der Besserung. Nein! Dieser Weltrat für Artenvielfalt sagt auch, dass damit dieses Artensterben gestoppt wird, dass es transformative Änderungen geben muss auf politischer und wirtschaftlicher und sozialer und technologischer Ebene. Und wie soll das passieren, bitte? Wie? Ja, vielleicht mit einer Pandemie. Ja, technologisch hat sich da auf jeden Fall viel getan. Also zum Beispiel mit diesem Zoom und so. Und dass sich das wirtschaftlich auswirkt, das kann man ja wohl auch nicht abstreiten. Und politisch gibt es auf jeden Fall auch Entwicklungen. Nein, nicht weinen. Schauen Sie, es passieren auch viele gute Sachen, oder? Die Natur erholt sich und die Delfine sind zurück im Fluss. Das habe ich auf YouTube selbst gesehen und ich habe auch selber beobachtet, dass ganz viele Tiere sich da den Raum zurücknehmen. Was haben Sie da für ein Fernglas überhaupt? Nix. Nein. Und sogar der gehörnte Adlerhase ist jetzt wieder heimisch im Stadtpark. Haben Sie den gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber Sie können schauen, ob er hier dabei ist. Mhm. Mhm. Nein, was ist das? Das ist der Weißwangenkleidervogel. Der ernährt sich von Spinnen und Insekten oder manchmal von kleinen Früchten. Und sein Huf, der geht tschit, tschit, tschit. Aber wenn er sich bedroht fühlt, dann macht er tschit, tschit, tschu, tschit. Oder manchmal tschiup. Ah, schön. Und was ist das? Das ist der Schwertstör. Der wandert im März und im April den Fluss hinauf, um seine Eier abzulegen. Ganz tief im Fluss. Und der wird manchmal bis zu 3 Meter lang und 500 Kilo schwer. Wow, sehr cool. Und das? Das ist die Pinta-Riesenschildkröte. Sie schläft bis zu 16 Stunden am Tag. Man hat gesagt, dass sie bis zu 6 Monate ohne Essen und Trinken auskommen kann. Sie war auch sehr wichtig für das Ökosystem. Und es hat der Pinta-Insel sehr geschadet, dass sie weg war. Wie meinen Sie das, dass sie weg war? Das auf dem Foto da, das ist Lonesome George. Er war der letzte seiner Art und er ist 2012 von uns gegangen. Aber das heißt, diese Fotos, die sammle ich als Erinnerung. Das sind alles Tiere, die in den letzten Jahren ausgestorben sind. Was? Nur weil es sie nicht mehr gibt, sollen sie nicht vergessen werden. Was? Nein, 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 der Adlerhase ist nicht ausgestorben, der ist echt. Sie haben keine Ahnung. Ich wollte ja nicht unhöflich zu ihm sein. Er hat gewirkt wie ein ziemlich netter und gescheiter Kerl und gut aussehen auch. Aber ich wollte mich halt auch nicht
in ein emotionales Loch ziehen lassen. Und natürlich ist es schlimm, dass der Spix-Arer und der Weißwangenkleidervogel und der Schwertstör und die Pitter-Riesenschildkröte und der Ortolan und all die anderen Tiere ausgestorben sind. Aber was bringt's, sich deswegen fertig zu machen? Nix. Und wenn man sich davon verzehren lässt, was alles verloren ist, dann verliert man doch den Blick dafür, was alles noch da ist, was alles schön ist. Und deswegen werde ich mir jetzt anschauen gehen, wie sich die Natur erholt. Und ich suche jetzt den gehörnten Adlerhasen. Schaut mal da, diese Spuren. Oh mein Gott, er ist so schön, er ist wirklich da. Oh, hallo, endlich habe ich dich gefunden. Hallo, endlich, endlich. Oh, du bist so cool. Hilfe! Nein! Hilfe! Ich hätte mir denken können, dass da was nicht stimmt. Dieser Adlerhase, das muss einer von diesen invasiven Arten sein. Ich glaube, hier bin ich erstmal sicher. Verdammt, mir tut alles weh. Ich hoffe, ich bin gegen Tollwut geimpft. Aber wisst ihr was? Ich habe das verdient. Ich habe mich in diese Fantasie hineingesteigert, dass sich alle Probleme unserer Zeit durch einen Witz der Geschichte von selber auflösen werden. Ich wollte mich nicht in Selbstmitleid und Weltschmerz versenken, wie der Typ auf der Parkbahn vorhin. Das macht keinen Sinn. Aber was auch keinen Sinn macht und noch trauriger ist, die Augen zu verschließen und zu tun, als wäre das alles gar nicht wahr. Jetzt habe ich selber erlebt, wie gefährlich das sein kann. Dabei weiß ich es eigentlich besser. Da weiß ich genau, das Gegenteil ist sogar der Fall. Das stimmt schon. Wir haben in der Pandemie einen Rückgang der Treibhausgasemissionen um 7% gesehen. Aber wir brauchen jedes Jahr mehr als das, und zwar ohne, dass uns ein Virus dazu zwingt, wenn wir die Klimaerhitzung aufhalten wollen.
Und wir haben immer noch die gleichen Straßen, die gleichen Autos, die gleiche Landwirtschaft. Und wenn wir damit weitermachen, wie wir immer weitergemacht haben, dann wird es auch weitergehen, wie es bisher weitergegangen ist. Wir haben das alles schon mal gesehen. In der großen Wirtschaftskrise 2007 und 2008 sind die Emissionen auch rasant abgefallen, nur um dann wieder zurückzuspringen wie ein Jojo. Das wird immer so sein in einer Wirtschaft, die auf ewig schnellerem Wachstum aufgebaut ist. Die Wirtschaft, die hat sich in den letzten 50 Jahren vervierfacht beinahe und dabei immer mehr Lebensräume von Tieren und Pflanzen gefordert. Und wenn wir uns nicht bald völlig von Orang-Utans und Blauraken verabschieden wollen, dann müssen wir schnell irgendwas daran ändern. Die neuen Berichte des Weltklimarats schauen auch nicht rosig aus. Aber gerade jetzt nutzen große Konzerne, die für einen großen Teil der Umwelt- und Klimazerstörung verantwortlich sind, den Moment, um Corona-Förderungen einzustreichen und gegen Gesetze zu lobbyieren, die zum Schutz von Mensch und Umwelt da sind. Es stimmt schon. Corona hat uns viel gezeigt, was uns helfen könnte, mit diesen Krisen fertig zu werden. Zum Beispiel, wie wichtig soziale Berufe im Pflege- und im Bildungsbereich sind. Wenn wir da als Gesellschaft viel mehr investieren würden, dann würde das nicht nur bedeuten, dass das Leben von einer Unzahl an Menschen um einiges besser wird, sondern das würde auch heißen, dass sie auf einem guten Weg sind, Schritte machen in Richtung einer Wirtschaft, die weniger klima- und umweltzerstörerisch ist. Weil das sind ja alles Jobs, die kommen mit ganz wenig Emissionen aus und belasten die Umwelt nicht. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es Pflegerinnen einfacher haben seit Corona oder dass es mehr Personal an Schulen gibt. Und wenn da keine Konsequenzen daraus gezogen werden, auf politischer und wirtschaftlicher Ebene, dann wird auch nichts Gutes bleiben davon. Eine Pandemie kann uns nicht retten, das können wir nur selber tun.